Eine Verfolgungsjagd der Polizei fand öffentlich statt und war für Kommentare offen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung dazu mit. Wir geben lediglich den uns vorliegenden Polizeibericht wieder. Gegen Mittag bog die Staatspolizistin Holly Romero, die in der Innenstadt von Hope auf Streife war, an der Kreuzung von Highway 67 und Hervey Street bei grüner Ampel links ab, als sie einen blauen Hyundai Kona bemerkte, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage aus der Gegenrichtung entgegenkam und eine rote Ampel überfuhr. Als das Fahrzeug den dichten Verkehr ignorierend weiter westwärts fuhr, schaltete Romero die Warnblinkanlage ein und folgte dem Fahrzeug. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. We're headed westbound. We're coming up to Hempstead 21 at the moment. Der Fahrer ignorierte die Warnungen der Polizei und flüchtete 3,7 Kilometer, bevor er plötzlich auf den Parkplatz der By-Review Veterinary Clinic manövrierte. Er stieg mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug und behauptete, sein Name sei Robinson und sein Hund liege im Sterben. Bei der Festnahme leistete er jedoch Widerstand, indem er den Arm des Beamten wegschob. My dog's dying. This is at the wrong vet. We got it the wrong. You're gonna cut off traffic because your dog is dying? Der Beamte überwältigte Robinson körperlich und nahm ihn fest. Das Fahrzeug wurde einem Beifahrer übergeben. Beamte wurden zum Unfallort gerufen und Robinson in das Gefängnis von Hempstead County gebracht. Ihm wurde Flucht mit dem Fahrzeug, rücksichtsloses Fahren ersten Grades, unzulässiges Überholen auf der linken Spur, Widerstand in einer Notsituation und Missachtung der Vorfahrt vorgeworfen. Laut Polizeibericht war der Stadtverkehr zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich gefährdet. G12 Hope. I can't. Get in. Eine Verfolgungsjagd auf der Interstate 40 endete filmreif. Der Vorfall begann gegen 7:18 Uhr, als die Polizei von Clarksville die Verfolgung eines grauen Chevrolet S10 aufnahm, der bei Kilometer 58 Richtung Osten flüchtete. Staatspolizist Keaton Ramsey wurde an der Abzweigung bei Kilometer 69 alarmiert und bereitete sich auf sein Eingreifen vor. Er lauerte an der Ausfahrt 67. Das flüchtende Fahrzeug fuhr mit etwa 70 Meilen pro Stunde in einer 55-Meilen-Zone weiter. Trooper Ramsey positionierte sich an einer sicheren Stelle, um eine TVI auf der rechten Seite des Fahrzeugs durchzuführen. Der Verdächtige wich jedoch scharf nach links aus, um dem Manöver auszuweichen. Das verdächtige Fahrzeug prallte mit der Fahrerseite gegen eine Hangmauer, wurde kurzzeitig in die Luft geschleudert und stürzte in einen Straßengraben.
Der Fahrer, Louis Black, überlebte den Unfall und wurde ohne Widerstand festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass Black aus dem Waffle House Restaurant geflohen war, ohne zu bezahlen. Die Angestellten durch sein ungewöhnliches Verhalten verängstigt hatte und vor der Polizei geflohen war. Sein Führerschein war entzogen, er fuhr ohne Versicherung und ohne Sicherheitsgurt und gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Correct lanes. So you can get a helo. 1022, he's wrecking. He just wrecked out radio. Die Polizei von Cobb County erhielt zahlreiche Notrufe wegen eines gefährlich fahrenden Sattelschleppers. Der auf seinem fahrerlosen Anhänger fahrende Lastwagen wäre beinahe mit anderen Fahrzeugen zusammengestoßen und löste eine Verkehrspanik aus. Ein Polizeibeamter traf schnell am Unfallort ein, fand das Fahrzeug auf dem Dallas Highway und versuchte es anzuhalten. Doch der Fahrer flüchtete. Der Verdächtige fuhr sowohl auf die Nord- als auch auf die Südspur des Barrett Parkway und verursachte während seiner Flucht einen Stau. Während der Verfolgungsjagd stellte die Polizei von Cobb County außerdem fest, dass der Sattelschlepper gestohlen war. 7514, he's now on the opposite lane of travel. Sir, eastbound, wrong lane, continuing. 52. Der Fahrer zögerte nicht, wiederholt auf die Gegenfahrbahn zu wechseln und gefährdete so andere Fahrer. Seine Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. 7514, he's now entered the other lane of traffic, and now he's just crashed back over to the correct lanes. So you can get a helo. 1022, he's wrecking. He just wrecked out radio. Die Beamten setzten die Verfolgung fort und verhinderten die Flucht des Sattelschleppers. Der Fahrer machte eine weitere plötzliche Bewegung, verlor die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein Haus. Er wurde anschließend festgenommen. Die Staatspolizei entdeckte einen schwarzen Mazda ohne Nummernschilder auf der Interstate 16. Das Fahrzeug fuhr mit über 145 Kilometern pro Stunde und stellte eine rapide zunehmende Gefahr dar. Dieser Vorfall erzählt die dramatische Geschichte einer Verfolgungsjagd, die sich während einer täglichen Haftbefehlsaktion ereignete.
Der von den Beamten verfolgte Mazda erreichte schnell eine Geschwindigkeit von 190 Kilometern pro Stunde. Es wurde beobachtet, wie das Fahrzeug den linken Seitenstreifen zum Überholen nutzte, leicht mit einem anderen Fahrzeug kollidierte und gefährliche Fahrspurwechsel durchführte. Der Fahrer schlingerte wiederholt und bog auf eine andere Straße ab, um den Beamten auszuweichen. Der Fahrer führte auf der einspurigen Straße gefährliche Überholmanöver durch und gefährdete dabei zahlreiche andere Fahrer und sogar einen Schulbus. Bei der Festnahme des Fahrers wurden mehrere Betäubungsmittel aus seinem Fahrzeug beschlagnahmt. Der K9-Polizeihund, den Sie jetzt hören, spielte eine wichtige Rolle bei der Festnahme der Täter. Warum sind solche Verfolgungsjagden so häufig? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Kriminelle geraten aus Angst vor einer Festnahme in Panik und glauben, durch Flucht eine Chance zu haben. Diese Entscheidung riskiert jedoch nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben unschuldiger Verkehrsteilnehmer. Besonders wenn der Druck auf nicht zugelassene, gestohlene oder verdächtige Fahrzeuge steigt, können solche Fluchten oft tödliche Folgen haben. Für die Polizei ist jede Verfolgungsjagd ein Einsatz, bei dem kritische Entscheidungen in Sekundenbruchteilen getroffen werden. Im richtigen Moment eingreifen, Verdächtige neutralisieren und gleichzeitig die Umgebung schützen.
Diese Gleichung ist nicht einfach, doch jede erfolgreiche Intervention stellt sicher, dass diese Art von Kriminellen abgefangen wird. Deshalb verfolgen die stets wachsamen Polizeibeamten sie nicht nur, sie sorgen auch für die Sicherheit der Städte. Am Ende der Verfolgungsjagd führte die Polizei ein effektives TVI-Manöver durch und brachte das verdächtige Fahrzeug durch Rangieren unter Kontrolle. Als das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam, stiegen Fahrer und Beifahrer aus und flüchteten zu Fuß. Ihre Flucht scheiterte jedoch. Die Fahrerin Rebecca Grenell wurde schnell mit einem am Bein befestigten Spürhund festgenommen. Der Beifahrer Jared Eason wurde kurze Zeit später festgenommen. Die Behörden durchsuchten das Fahrzeug und fanden mehrere Betäubungsmittel sowie einen gestohlenen Ausweis. Black male, green t-shirt, running across 40. Black male, green t-shirt, dreads, running across 40. Was als einfache Verkehrskontrolle auf der Interstate 40 begann, eskalierte schnell zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Polizist De'Aaron Evans wollte gerade einen Dodge Charger mit geschwärztem Nummernschild anhalten, als der Fahrer vortäuschte, anzuhalten und plötzlich beschleunigte. Almost like they knew what was about to happen. CFS received. CFS comments have. See, they didn't shift it apart. Like. Das Fahrzeug flüchtete mit über 160 Kilometern pro Stunde, schlitterte im dichten Verkehr über die Seitenstreifen und schien mit dem Tod zu tanzen. Es stellte sich heraus, dass das Nummernschild zu einem blauen Hyundai Elantra gehörte, dessen Zulassung 2019 abgelaufen war. Where you go to the split, I'm almost there. 40 to 40. Got a black stripe on the driver's side. Warum sind solche Vorfälle so häufig? Kriminelle missachten ihr Leben und die Sicherheit anderer, um einer Festnahme zu entgehen, und zwingen Polizeibeamte, in Sekundenbruchteilen kritische Entscheidungen zu treffen. Diese Fluchtversuche führen nicht nur zu einem Verbrechen, sondern schaffen auch eine Kaskade von Risiken. Diese Fluchtversuche, insbesondere solche mit gefälschten Nummernschildern, gestohlenen Fahrzeugen und Fahrern ohne Führerschein, bergen jedes Mal das Risiko, zu einer potenziellen Katastrophe zu eskalieren.
can get him before he gets to that construction. If you wait to one construction. He's going to come around these curves. Come around these curves and take him out. Right here behind him. Der Fahrer setzte seine Flucht fort, indem er von der Interstate 40 auf die I-50 abbog. Die Polizei versuchte das Fahrzeug, das bei überhöhter Geschwindigkeit beinahe die Kontrolle verlor, mit einem taktischen Eingriff zu stoppen. Doch das Fahrzeug bremste plötzlich ab und verhinderte so das Manöver. 5, where you at? Or 2, 1, where you at? Just now getting on 55. He's going the wrong way. All right, where's he? I need to know where he's going the wrong way. He's 55. 55 going the wrong way towards, back towards Mound City. Check over. I'm looking at him, he's driving in the fast lane wrong way, took Mound City. Check 4. Der flüchtige Fahrer beging ein noch gefährlicheres Manöver, indem er auf die falsche Seite der I-50 abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Schließlich kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Sattelschlepper und blieb stehen. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde die Verdächtige, die 19-jährige Kyla Morrow aus Arkansas, festgenommen. I'm on foot.